Hi, ich bin Simon und ich möchte dir in diesem Video die Seelenrollen nach den Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmollke erläutern. Deine Seelenrolle ist besonders wichtig, weil sie deine seelische Identität und Grundessenz über alle Leben des Inkarnationszyklus beinhaltet. Zum besseren Verständnis des Kontextes empfehle ich dir mein Einführungsvideo in die Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke anzuschauen. Die 7 Seelenrollen lauten Heiler, Künstler, Krieger, Gelehrter, Weiser, Priester und König. Ich habe das Video auf folgende Art und Weise gegliedert. Zuerst werde ich allgemeine Fakten zu den Seelenrollen ausführen. Anschließend erkläre ich die Grundenergien, Ebenen, Dualität und Pole der Seelenrollen. Danach fasse ich die Seelenrollen zusammen und zähle ihre häufigsten Varianten auf. Abschließend gebe ich dir Tipps zum Finden deiner Seelenrolle und führe den Nutzen des Wissens darüber aus. Ich starte gleich mit den allgemeinen Fakten zu den Seelenrollen. Deine Seelenrolle beinhaltet die Identität und Essenz deiner Seele. Sie beeinflusst deinen Ausdruck, deine Weltsicht, deine Art Beziehungen zu führen, deine Motivationen und deine Berufsausübung. Jede Seelenrolle entspricht einer der 7 Grundenergien. Diese Grundenergie wirkt sich auf eine bestimmte Art und Weise auf deine seelische Identität aus. Um annähernd die Auswirkungen auf die Identität zu beschreiben, wurden einfach 7 Überbegriffe für die 7 Seelenrollen gewählt: Heiler, Künstler, Krieger, Gelehrter, Weiser, Priester und König. Ich verwende genau diese Begriffe, weil die Systematisierung nach Wada Hasselmann und Frank Schmollke diese Bezeichnungen enthält und ich dir in meinen Videos dieses System näher bringen möchte. Die Bezeichnungen der Seelenrollen sind beliebig austauschbar. Bist du beispielsweise eine Frau mit der Seelenrolle der Energie 1, kannst du auch einfach sagen, dass deine Seelenrolle Heilerin ist. Oder dir gefällt die englische Begriffsbezeichnung Server aus dem Buch Messages from Michael von Yarbrough und du nennst dich einfach Server oder Helfer. Du könntest auch einfach sagen, dass deine seelische Grundenergie 1 ist. Deine Seelenrolle ist nicht deine berufliche Betätigung oder deine Rolle in Arbeitsprozessen, wobei sie das natürlich auch sein könnte. Beispielsweise kann ein Mensch mit der Seelenrolle Heiler andere Menschen anführen, weil es noch viele weitere Einflussfaktoren gibt, wie zum Beispiel andere seelische Archetypen. Das kann man bei Angela Merkel ganz gut sehen. Angela Merkel hat die Seelenrolle Heiler. Deine Seelenrolle nimmt eine besondere Stellung unter deinen Archetypen der Seele ein, weil sie von der ersten bis zur letzten Inkarnation der Seele bestehen bleibt. Alle 7 Seelenrollen ergänzen einander und sind gleichwertig. Keine Seelenrolle ist wichtiger als die andere. Jede Seelenrolle unterstützt auf ihre Weise das Gelingen des Ganzen. Die 7 Seelenrollen umfassen zusammengenommen alle Möglichkeiten materieller, geistiger und seelischer Erfüllung, Entfaltung und das gesamte Potenzial des Menschseins. Jede einzelne Seelenrolle repräsentiert ein universelles Prinzip wie Unterstützen, Gestalten, Handeln, Lehren und Lernen, Mitteilen, Trösten und Führen. Handeln Menschen nach den Prinzipien ihrer Seelenrolle, fühlen sie sich erfüllt. Diese Prinzipien sind nicht nur in der materiellen Welt gültig, sondern auch in der Astralwelt. Jede Seelenfamilie enthält 2 bis 4 Seelenrollen. Das heißt, dass alle deine Seelenfamilienmitglieder lediglich 2 bis 4 Seelenrollen haben. Das habe ich bereits in meinem Video über die Organisation des Seelischen ausführlich erläutert und das werde ich oben verlinken. Zur Häufigkeitsverteilung der Seelenrollen in der Gesellschaft kann ich Folgendes sagen. Die am häufigsten in der Gesellschaft auftretende Seelenrolle ist die Seelenrolle Heiler. Die zweithäufigste ist Künstler. Die dritthäufigste ist Krieger. Die vierthäufigste ist Gelehrter. Die fünfthäufigste Weiser. Die sechsthäufigste Priester. Und die seltenste Seelenrolle ist König.
Die Seelenlehre nach Werner Hasselmann und Frank Schmoike basiert auf der Vorstellung, dass alle Dimensionen der nicht-materiellen und materiellen Welt von 7 universellen Grundenergien durchdrungen werden. Die Grundenergien sind auf den Spalten der großen Tabelle zu den 49 Archetypen der Seele abgebildet. Jede Seelenrolle ist der Reihenfolge nach einer dieser 7 Grundenergien zugeordnet. Die erste Seelenrolle Heiler entspricht der unterstützenden und heilenden Grundenergie 1, weil sie sich in der Spalte mit der Energiezahl 1 befindet. Die zweite Seelenrolle Künstler ist von der gestaltenden und kunstvollen Grundenergie 2 geprägt. Die dritte Seelenrolle Krieger ist der kämpferischen und kraftvollen Grundenergie 3 zugeordnet. Die vierte Seelenrolle Gelehrter entspricht der lehrenden und lernenden Grundenergie 4. Die fünfte Seelenrolle Weiser ist von der kommunikativen und verbindenden Grundenergie 5 geprägt. Die sechste Seelenrolle Priester ist der tröstenden und inspirierenden Grundenergie 6 zugeordnet. Und die siebte Seelenrolle König entspricht der souveränen und anleitenden Grundenergie 7. Diese Folie enthält eine Tabelle, die ich aus dem Buch Archetypen der Seele abgeleitet habe. Hier sind die 7 Seelenrollen in einer speziellen Ordnung aufgeführt. Diese Ordnung richtet sich nach ihrer Dualität und den Ebenen, auf denen sie sich befinden. Jede Seelenrolle befindet sich auf einer der folgenden Ebenen: Expressionsebene, Inspirationsebene, Aktionsebene und Assimilationsebene. Auf der Expressionsebene geht es darum, sich auszudrücken. Hier trägt man das nach außen, was sich im Inneren befindet. Auf der Inspirationsebene um Erspüren und Intuition. Auf der Aktionsebene um Handlungen und Aktivismus. Und auf der Assimilationsebene um Anpassung, Umwandlung und Verarbeitung. Innerhalb der Ebenen besteht die Dualität männlich und weiblich, die die 7 Seelenrollen in verschiedene Kategorien unterteilt. Weibliche Seelenrollen erscheinen etwas willensschwächer, passiver und nach innen gewandter. Männliche Seelenrollen erscheinen etwas willensstärker, anpackender und nach außen gewandter. Das muss aber nicht unbedingt so sein und hängt von vielen Faktoren ab. Die Seelenrollen mit den Energien 1, 2, 3, Heiler, Künstler, Krieger, gelten als weiblich, und die Seelenrollen mit den Energien 5, 6, 7, Weiser, Priester, König, als männlich. Die Seelenrolle mit der Energie 4, Gelehrter, wird als neutral bezeichnet. Somit werden 2 Matrixelemente miteinander verbunden, sodass 3 Paare entstehen. Das Gegenstück des Künstlers, Energie 2, ist der Weise, Energie 5. Sie vertreten beide das Prinzip der Expression. Das Gegenstück des Heilers, Energie 1, ist der Priester, Energie 6. Sie vertreten beide das Prinzip der Inspiration. Das Gegenstück des Kriegers, Energie 3, ist der König, Energie 7. Sie vertreten das Prinzip der Aktion. Der Gelehrte, Energie 4, vereint die Dualität in sich selbst und vertritt das Prinzip der Assimilation. Ein Mensch lernt von genau den Menschen besonders viel, die das duale Prinzip vertreten. Jetzt stellt sich noch die Frage, was es mit dem Minus und dem Plus unter den einzelnen Seelenrollen auf sich hat. Jede Seelenrolle hat einen Pluspol und einen Minuspol, die jeweils mit Plus und Minus gekennzeichnet sind. Plus- und Minuspol repräsentieren die Extreme von Liebe und Angst. Befindest du dich im Pluspol, bist du mehr in deiner Liebe als in deiner Angst. Regiert dahingegen der Minuspol, ist die Angst stärker als die Liebe. Du wirst in der Regel nur selten stark lieblos oder überaus liebevoll sein. Meistens wirst du dich eher im Mittelfeld zwischen Plus- und Minuspol aufhalten. Da du sowohl mit dem Plus- als auch mit dem Minuspol notwendige Erfahrungen machen kannst, ist weder der Plus- noch der Minuspol per se schlecht. Nur wenn Spannung zwischen dem Plus- und dem Minuspol besteht, ist Lernen möglich. Als nächstes möchte ich die einzelnen Seelenrollen kurz zusammenfassen. Die erste Seelenrolle ist der Heiler.
Das Prinzip des Heilers ist Dienen. Eine zu ihm passende Farbe ist Himmelblau, im Minuspol ist er servil und im Pluspol hilfreich. 5 Adjektive, die meiner Meinung nach am besten einen Heiler umschreiben, sind empathisch, zärtlich, hilfreich, bedächtig und gelassen. In der Regel passen auch alle Archetypen, die sich in der Tabelle in der Spalte der Energie 1 befinden, zum Menschen mit der Seelenrolle Heiler. Also der Heiler kann in abgeschwächter Form mit den Wörtern verzögern, Selbstverleugnung, Zurückhaltung, Stoiker und emotional umschrieben werden. Das funktioniert genauso bei den anderen Seelenrollen. Der Künstler entspricht dann den Merkmalen der Energie 2. Und damit wären wir auch schon bei der nächsten Seelenrolle. Die zweite Seelenrolle ist der Künstler. Sein Prinzip ist Gestalten, eine passende Farbe Schmetterlingsgelb, in seinem Minuspol ist er gekünstelt und in seinem Pluspol einfallsreich. Ich finde, dass die Archetypen der Energie 2 gut zur Seelenrolle Künstler passen. Darüber hinaus auch noch folgende Adjektive: fantasievoll, spielerisch, negierend, ästhetisch und erforschend. Drittens, der Krieger. Sein Prinzip ist Kämpfen, eine passende Farbe blutrot, der Minuspol überwältigend und der Pluspol überzeugend. Meiner Meinung nach umschreiben ihn diese Adjektive gut: tatkräftig, beschützend, loyal, draufgängerisch und aufopfernd. Beim Gelehrten sind die Pole theoretisierend und wissend. Er hat das Prinzip Lehren und Lernen und zu ihm passt die Farbe grasgrün. Meine 5 Adjektive für den Gelehrten sind wissbegierig, strukturiert, spezialisierend, gerecht und distanziert. Der Weise hat das Prinzip Mitteilen und die Farbe Sonnengelb passt zu ihm. Er ist redselig in seinem Minuspol und ausdrucksvoll im Pluspol. Der Weise kann meiner Meinung nach durch folgende Adjektive charakterisiert werden: kommunikativ bis geschwätzig, systematisierend, verknüpfend, zielgerichtet und zufrieden. Die Seelenrolle mit der Energie 6 ist der Priester. Sein Prinzip ist Trösten, eine passende Farbe Ozeanblau, sein Minuspol übereifrig und sein Pluspol barmherzig. Adjektive, die gut zum Priester passen, sind transzendent, wahrheitsverkündend, charismatisch, sensibel und einfühlsam. Die 7. und letzte Seelenrolle ist der König. Er hat das Prinzip führen und purpurrot ist eine passende Farbe. In seinem Minuspol ist er selbstherrlich und im Pluspol ist er hoheitsvoll. Verantwortungsbewusst, anleitend, raumfüllend, integrierend und eigenständig sind Adjektive, die, finde ich, den König gut charakterisieren. Welche Seelenrolle hast du? Schreibe gerne deine Erfahrungen in die Kommentare. Jetzt komme ich zu den Varianten der Seelenrollen. Ich werde zu jeder Seelenrolle die 5 typischsten und häufigsten Erscheinungsformen ausführen. Die Varianten entstehen aus Einseitigkeiten in der Nutzung der Seelenrollenenergie. Sie können durch Ängste hervorgerufen werden. Es gibt aber auch noch weitere Erscheinungsformen von Seelenrollen, die nicht so häufig in der Gesellschaft auftreten. Ich werde lediglich auf die 5 typischsten eingehen. Die 5 Varianten der Seelenrolle Heiler lauten armer Schlucker, Veilchen im Moose, Verweigerer, Anspruchsloser und Friedensengel. Die Seelenrolle Künstler hat die Varianten Gelangweilter, Affektierter, Unsteter, Freudloser und Unverwirklichter. Die der Seelenrolle Krieger sind Held, Kampfesmüder, Drachentöter, Einzelkämpfer und Rastloser. Die Varianten der Seelenrolle Gelehrter heißen Tausendsasser, Theoretiker,
Federfuchser, Chaot und Eigenbrötler. Die Seelenrolle Weise hat die Varianten Quasselstrippe und Wortkarger, Unmäßiger, Humorloser, Menschenscheuer und Schüchterner. Die der Seelenrolle Priester sind Unvollkommener, Heimatloser, Vertrauensseliger, Missionar und Weltentsager. Und zu guter Letzt lauten die Varianten der Seelenrolle König, Alleinherrscher, Haustyrann, Exilregent, Bettelbaron und Thronanwärter. Nun möchte ich dir noch Tipps zum Finden und Reflektieren deiner Seelenrolle geben. Schau dir die Videos zu den einzelnen Seelenrollen an und frage dich, mit welcher Seelenrolle du in Resonanz gehst. Passt eine Seelenrollenvariante zu dir? Es kommt manchmal vor, dass Menschen eine bestimmte Seelenrolle besonders großartig finden. Deine Seelenrolle ist aber nicht die Rolle, die du gern wärst, sondern diejenige, die du schon bist. Sie ist die Rolle, die dich glücklich macht und erfüllt. Frage dich, welche Seelenrolle passt jetzt gerade am authentischsten zu mir? Welche Seelenrolle passt am besten zu meiner Vergangenheit? Welche Seelenrolle erzeugt in meinem Inneren die größte Befriedigung? Erinnerst du dich bruchstückhaft an deine vergangenen Leben, kannst du ja auch mal reflektieren, welche Prinzipien und Energien dich durchgehend in früheren Inkarnationen ausgemacht haben. Es kann sein, dass mehr als eine Seelenrolle zu dir passt. Ursachen davon könnten beispielsweise starke Betonungen anderer Energien bei den übrigen seelischen Archetypen sein. Auch die Zusammensetzung der Seelenrollen in deiner Seelenfamilie beeinflusst die Wirkung deiner Seelenrolle. Weitere Möglichkeiten wären auch noch Erziehung, Sozialisation und astrologische Einflüsse. Schwankst du zwischen mehreren Seelenrollen und kannst dich nicht entscheiden, könntest du dir von einem Medium deine Archetypen durchsagen lassen. Zum Abschluss möchte ich noch etwas über den Nutzen der Seelenrollen sagen. Durch die Auseinandersetzung mit den Seelenrollen und ihren Varianten kannst du eine größere Toleranz für dein Verhalten und deine Probleme an den Tag legen. Darüber hinaus kannst du auch mehr Toleranz für die Handlungen und Probleme anderer Menschen entwickeln. Durch die Seelenrollen lassen sich Angstprägungen und Hemmungen erklären. Diese werde ich dann noch in den Videos zu den einzelnen Seelenrollen im Rahmen der Minuspole und Varianten erläutern. Die Reflexion der Angstprägung von Seelenrollen kann sehr heilsam sein. Mithilfe des Wissens um die Seelenrollen kannst du anderen Menschen in ihrer seelischen Entwicklung helfen und ihnen spezifische Unterstützung geben. Jetzt bin ich am Ende des Videos angelangt. Ich möchte aber noch eine kleine Warnung aussprechen. Ich halte es für wichtig, die Einteilung von Menschen in seelische Archetypen nicht zum Schubladendenken zu missbrauchen. Die Archetypen der Seele sind nicht dafür da, um Menschen auf bestimmte Kriterien zu reduzieren und sie darauf festzulegen. Zudem ist das System nicht die absolute Wahrheit, sondern einfach nur ein neues Konzept und eine neuartige Systematisierung. Lass mich gerne in den Kommentaren wissen, welche Seelenrolle du hast oder zu haben glaubst, welche Erfahrungen du bis jetzt mit deiner Seelenrolle oder auch anderen Seelenrollen gesammelt hast, wie du dieses Video fandest, was ich besser machen und was ich nochmal näher erläutern könnte. Für mehr Informationen zu den Seelenrollen empfehle ich das Buch Archetypen der Seele von Wada Hasselmann und Frank Schmoike. Zu den Varianten der Seelenrollen das Buch Seelenelixiere. Zur Erkundung deiner Seelenrolle das Archetypenhandbuch. Auf der Webseite www.septana.de findest du Trance-Medien, die dir deine Seelenrolle und andere Archetypen ermitteln und dich darüber hinaus noch beraten können. Auf der Webseite www.seelenakademie.org gibt es weiterführende Informationen, Materialien und Möglichkeiten des Austauschs.
Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und darüber, dass du das Video mit anderen teilst. Wenn du mehr Videos zu den Archetypen der Seele und Seelenlehre nach Wada Hasselmann und Frank Schmoike anschauen möchtest, abonniere gerne den Kanal. Schön, dass du dabei warst. Dein Simon.